Ja, hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch seit langem mal wieder ein Multitool vor, und zwar das Leatherman Signal für den Outdoor-Bereich. Ist relativ neu und bringt auf jeden Fall frischen Wind auf den Markt. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Tool jetzt mal genauer an und sehen uns dann später wieder im Fazit. Also viel Spaß! Das Signal ist ein Multitool, das speziell für Outdoor- und Abenteuerenthusiasten entwickelt wurde. Schon mit der schwarz-gelben Farbgebung hebt sich das Multitool von den anderen Modellen ab und passt gut in die teilweise bunte Outdoor-Welt. Mit den Signalfarben ist das Multitool ein echter Hingucker und lässt sich außerdem schneller wiederfinden, falls man aus der Hand rutschen sollte. Aber nicht nur beim Design hebt sich das Signal von den anderen Modellen ab. Auch bei den einzelnen Werkzeugen ist das Multitool an die Bedürfnisse bei Outdoor-Aktivitäten angepasst. Dazu gleich mehr. Außen findet man den Leatherman-Schriftzug und die Aussparungen im Rahmen machen das Multitool etwas sportlicher. Auf der anderen Seite findet man einen abnehmbaren Gürtelclip zum Befestigen an der Hose oder am Rucksack. Darunter sind die Koordinaten 45 Grad Nord und 122 Grad West eingraviert. Hier könnte auf das erste Geocache von Dave Ulmer aufmerksam gemacht werden. Jedenfalls ein nettes Detail. Im unteren Teil gibt es neben einem Karabiner zum schnellen Anbringen auch einen Flaschenöffner bzw. Kapselheber. Wie beim Modell Matt gibt es auch hier einen Hammer, der sich super für den Zelt- oder Tarpaufbau eignet. Dazu gibt es noch einen 3/16 und einen 1/4 Sechskant-Ringschlüssel, mit dem auch Bits aufgenommen werden können. Kommen wir jetzt zum Kombimesser, das ihr einhändig öffnen könnt. Es besteht aus 420 HC Edelstahl, ist 7 cm lang und hat eine Stärke von 3 mm. Die Kombiklinge ist sehr scharf und kommt mit einem Glatt- und Wellenschliff. Diese eignet sich zwar gut zum Durchtrennen von festeren Stoffen, stört aber etwas beim Holzraspeln und feineren Arbeiten. Die Klinge kommt sehr massiv und stabil rüber und arretiert nach dem Öffnen bombenfest. Nach der Benutzung kann die Arretierung gelöst und das Messer eingeklappt werden. Gegenüber befindet sich die 420 HC Edelstahlsäge, die mit dem Fingernagel über die kleine Einkerbung aus dem Rahmen geklappt wird. Auch hier arretiert alles ordentlich. Die Zugsäge ist ca. 7 cm lang, besitzt aber die übliche Leatherman Sägenstärke und eignet sich gut für dünne Äste oder feinere Arbeiten. Gehen wir jetzt ins Innere. Nach dem Öffnen der Verriegelung im unteren Teil kommt auch schon die Zange zum Vorschein. Oben die Spitzzange und darunter die normale griffige Zange. Für das Abpetzen von Drähten oder Nägeln gibt es natürlich auch einen wechselbaren 154er cm Hartdrahtschneider. Hinter dem Drehpunkt gibt es noch eine Krimpzange. Jetzt aber mal eins der spezielleren Tools, und zwar der Feuerstahl, der sich im Rahmen bei der Säge befindet. Dieser wird durch eine kleine Federklammer gehalten und kann einfach entnommen werden. Als raue Oberfläche habe ich den Sägerücken verwendet und konnte damit einige gute Funken schlagen. Für den regelmäßigen Gebrauch würde ich mir aber noch einen separaten Feuerstahl mitnehmen oder einfach gleich das Feuerzeug verwenden, da ich den integrierten Stahl für Notfälle aufheben würde. Ein weiteres Feature ist die Signalpfeife, die sich im Feuerstahlhalter befindet. Sie ist ordentlich laut und darf in Notsituationen natürlich nicht fehlen. Auch hier hält beim Verstauen wieder alles schön fest, ohne zu wackeln. Im Rahmen auf der Messerseite gibt es die normaleren Tools wie den Bithalter. Hier ist im Lieferumfang ein Kreuz- und Schlitzbit mit dabei. Daneben noch der Dosenöffner mit Kapselheber und einem Abisolierer. Mit der Stech- und Nähahle könnt ihr kleine Reparaturen an festeren Stoffen vornehmen oder aber auch um Sachen zu durchstechen, ohne mit dem Messer einzuschneiden. Jedes der Werkzeuge arretiert ordentlich und kann über die Entriegelung wieder eingeklappt werden. Hier kommen wir auch zum letzten Feature, und zwar dem Messerschärfer. Dieser wird durch den Entriegelungstaster und einem Haltenoppen fixiert. Damit könnt ihr den Flach- und Wellenschliff der Kombiklinge unterwegs etwas nachschärfen, wenn sie nicht mehr so scharf sein sollte. Zum Schluss schauen wir uns noch den mitgelieferten Nylonholster an und natürlich die Maße und das Gewicht. Der Nylonholster nimmt das Multitool und mein Bitkit ohne Probleme auf und an den Seiten kann zusätzlich in den Gummischlaufen zum Beispiel der größere Feuerstahl oder eine kleine EDC-Taschenlampe untergebracht werden. Hinter der Klettfläche ist auch noch Platz für einen flacheren Gegenstand. Auf der Rückseite habt ihr eine große Gürtelschlaufe und zwei kleinere Schlaufen zum Quertragen, die allerdings etwas schmal für einen normalen Gürtel sind. Das Signal ist im geschlossenen Zustand 115 mm lang, ca. 40 mm breit und 15 mm tief. Beim Gesamtgewicht haben wir angenehme 213 Gramm. Kommen wir zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, mir gefällt das Signal recht gut. Top-Verarbeitung und ein schönes Design. Ich persönlich hätte mir das Messer noch ohne Wellenschliff gewünscht, aber vielleicht wird es das ja noch separat zu erwerben geben oder bei der Bestellung wählbar.
Man sollte das Tool jedenfalls nicht in den falschen Anwendungsbereich rücken. Der Name sagt ja eigentlich schon, Signal, um auf sich aufmerksam zu machen. Und für ein paar Signalfeuer reicht der Feuerstahl auf jeden Fall aus. Die Pfeife funktioniert tadellos und das Messer lässt sich auch nachschärfen, um zum Beispiel Fische auszunehmen. Dass das Tool die Werkzeuge von Bushcraftern und Outdoor-Fans nicht ersetzt, sollte eigentlich klar sein. Ansonsten finde ich, dass der Preis noch ein bisschen zu hoch ist. Gut, das war es eigentlich schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut.